Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Audi und zwar, ich möchte die Luftfilter erneuern. Ich weiß jetzt nicht genau, der Vorbesitzer hatte zwar gesagt, er hat immer Service gemacht, aber ich muss ganz ehrlich sein, das Einzige, was ich kontrolliert hatte, war das Öl, ob er das frisch gemacht hat und das war so. Da habe ich mir aber, wie gesagt, ja ohnehin schon sozusagen aufgeschrieben oder notiert. Ein paar Kilometer fehlen noch, ich bin jetzt nicht sonderlich viel gefahren in letzter Zeit. Das sind jetzt vielleicht irgendwie 400 Kilometer mit dieser neuen Ölfüllung. Ich möchte aber dann ja, bei 1000 Kilometern das aktuelle Öl nochmal rauslassen, nochmal einen frischen Ölservice machen, auch nochmal mit einem neuen Filter. Einfach, damit ich das selber auch einmal gemacht habe und weil das Auto ja ein bisschen gestanden ist, dass da jetzt eben ja, relativ kurzzeitig hintereinander frisches Öl eingefüllt wird. Und wie gesagt, worum ich mich jetzt noch nicht gekümmert habe, sind eben die Luftfilter. Da weiß ich nicht, wie gut da der Service gemacht worden ist. Das werden wir jetzt dabei auch einmal herausfinden können. Das Fahrzeug ist jetzt noch relativ warm. Ich bin hierher gefahren. Ich bin auch immer wieder überrascht, also wie kompakt hier dieser Motorraum ist, wenn ich das vergleiche mit dem Camaro. Da ist ohne Ende Platz, da kann ich mich praktisch reinlegen in den Motorraum und hier ist jeder Zentimeter ausgefüllt mit irgendetwas und so eine ganz kleine Luke nur vorhanden. Also ist schon echt krass, aber dafür ist natürlich auch hier die Wärmeentwicklung wirklich enorm. Hier unten, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann. Ich verrücke einmal die Kamera oder beziehungsweise ich kann es euch ja später zeigen, wenn ich das hier abgenommen habe. Da hatte der Vorbesitzer Probleme mit den Kabeln vom Drosselklappenmotor und hatte die dann eben neu verlötet. Die sind jetzt aber nicht mehr mit dem Hitzeschutz ummantelt. Also das Kabel ist hier so ein bisschen offen. Also das Kabel ist nicht offen, aber der eigentliche Schutz um die Kabel herum ist weg. Und wenn ich jetzt hier, ich werde hier diese Zwischenstücke werde ich lösen. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist, aber für mich sieht das jetzt am einfachsten aus. Zudem will ich ja auch da unten hin. Deswegen werde ich das hier lösen. Dann beiseite nehmen und dann seht ihr die Stelle mit den Kabeln, die ich dann neu isolieren möchte, damit da einfach ein bisschen Hitzeschutz vorhanden ist. Denn wie gesagt, das Ding ist wirklich brutal heiß. Also wenn man jetzt hier irgendwo mit der Hand hinfasst, das hält man nicht sonderlich lange aus. Das ist wirklich knackewarm. Genau, bezüglich Filter habe ich 2 Stück besorgt. Also natürlich rechts, links, aber ich habe auch 2 Sorten von Filtern besorgt. Einmal die Original Mann-Filter oder Erstausrüsterqualität und einmal, weil ich die auch in vielen anderen Autos fahre, also im BMW oder Maserati, habe ich auch die BMC-Filter drin. Habe ich eigentlich immer gute Erfahrungen mitgemacht. Werde ich jetzt mal schauen. Ja, bin mir jetzt noch unschlüssig. Mal gucken, wenn ich das dann alles auseinandergebaut habe, ob ich die BMC-Filter reinmache oder doch die klassischen Mann-Filter.
So wie ihr sehen könnt, ich habe es jetzt rausbekommen. Ich dachte erst, man könnte den gesamten Kasten rausbekommen. Das geht aber nicht direkt, sondern der ist so zweigeteilt. Ihr seht das jetzt hier, der hat hier so eine Hälfte. Der Filter sieht übrigens noch ganz okay aus, aber trotzdem werde ich den wechseln. Die Schrauben hier oben sind gesichert, das heißt, die können nicht rausfallen, also zumindest nicht so einfach rausfallen. Das ist schon mal sehr gut. Da muss man sich keine Gedanken machen. Genau, dann war hier dieses Kabel eingeklipst, das habt ihr gesehen, das habe ich einfach gelöst. Hier innen drin ist auch der Luftmassen- oder Luftmengenmesser, ich weiß jetzt nicht genau, was es ist. Ja, hier sitzt wie gesagt der Filter, da kommt man ganz gut ran. Jetzt werde ich mal schauen, ob ich noch den unteren Teil rausbekomme. Ich versuche mal ich kann den ja abklipsen, den Luftmassenmesser, obwohl das wieder so ein merkwürdiger VW-Stecker. Weiß ich immer nie ziehen oder drücken. Ja, ich lasse ihn dran. Na, geht das? Ja, geht. So, weil hier ist nämlich auch ein bisschen Schmodder und Fliegen und Gedöns drin. Jetzt gucke ich mal, ob ich den nicht... jetzt fällt alles in den Motorraum. Hätte ich vielleicht erst aussaugen sollen. Ich sauge erstmal aus. Genau, also ihr habt da jetzt gesehen, am besten erst aussaugen und dann das Teil rauskippen, denn man muss das jetzt ein bisschen nach vorne kippen und sonst fällt der ganze Scheiß da in Richtung Krümmer und so, das muss ja nicht sein. Ja, hier ist er, die andere Hälfte. Also es ist so ein zweigeteiltes System. An einem Stück kriegt man es nicht raus. Ich werde den jetzt hier drin mal ein bisschen sauber machen. Das ist jetzt nicht notwendig unbedingt, also, aber das mache ich halt einfach immer der Vollständigkeit halber. Hier unten ist der mit so Gumminüppeln da unten an 2 Löchern befestigt. Da muss man das dann reindrücken. Und wie gesagt, das Gegenstück ist hier, wo der Luftfilter drin ist. Wie gesagt, ich mache den jetzt einmal sauber, stecke den dann wieder hier unten rein und dann tausche ich den Luftfilter. Geht also gleich weiter. So, ich habe jetzt sowohl von innen, kann das hoffentlich einigermaßen sehen, als auch natürlich von außen. Klar, viele sagen jetzt völlig ja, egal. Auch hier diese Gummidinger habe ich gereinigt. Ich habe hier oben den Gummistopfen habe ich rausgenommen und gereinigt. Jetzt ist das, also jetzt nicht hundertprozentig. Hier gibt es so ein paar Ecken hier drin, die sind sehr eng und klein. Da bin ich jetzt nicht so gut hingekommen mit dem Lappen. Am besten wäre es natürlich, wenn man jetzt eine Teilewaschanlage hätte. Habe ich aber nicht. Aber ich denke, so ist das auch schon 95, also besser als 95% aller anderen Leute das machen würden. Insofern ist das in Ordnung. Jetzt schaue ich, dass ich das hier wieder reinsetze. So, jetzt muss ich nur da unten das wieder in diese Führungslöcher bekommen. Das ist jetzt das Schwierigste, weil ich das nicht sehe. Jetzt ist gut. Genau, jetzt sind die vorne. Ich habe die hier vorne jetzt zuerst reingedrückt, die nach vorne zeigen. Und hier hinten ist auch noch mal einer. Den kann man dann einfach draufstecken. Dann ist es wieder fest. Und ich denke, ich mache jetzt auch wieder die Original Luftfilter rein und nicht die von BMC. Ich muss ja eh noch einige Male Servicearbeiten machen. Vielleicht packe ich die von BMC dann ein anderes Mal rein. Ich mache jetzt erstmal frische Original Mannfilter rein. Sollten hoffentlich passen. Die müssen eigentlich nur gesteckt sein, hätte ich gesagt. Hier unten ist nochmal so ein Halter, den ein bisschen noch vorbiegen. Oh, da ist auch ganz viel Dreck. Das muss ich auch gleich nochmal aussaugen. Genau, also so schlecht sieht er jetzt gar nicht aus. Auch hier drin. Wie gesagt, alt ist der jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt schon dran bin, und wie gesagt, es war ja auch zur Kontrolle, ob das frisch ist oder nicht, jetzt sauge ich hier noch ein bisschen raus, da ist was reingefallen. Ich probiere mal, ob ich es einfach so weggesaugt bekomme. Nee, es ist ganz da hinten reingefallen. Komme ich jetzt so gar nicht ran. Jetzt muss ich dann doch hier, ich muss echt alles auseinandernehmen. Unfassbar.
Ich stecke einfach nur den Stecker ab, hebe das aus dem Motorraum, schüttel es aus und dann ist gut. Das ist die einfachste Lösung, bevor ich jetzt hier noch weiter das Zeug auseinanderbaue. Wenn ich denn den Stecker gelöst bekomme. Das ist ein wunderschöner VW-Stecker. Okay, also nach oben schieben. Perfekt. So, jetzt wechseln wir einmal die Position und ich zeige euch, was da noch für ein Krimskrams drin war. So, jetzt schüttle ich das mal aus. Dann seht ihr, was ich gemeint habe. Was da alles an Zeug rausfliegt. Und da hängt noch mehr drin. Ich werde jetzt hier doch versuchen, das alles einmal zu demontieren, damit ich da auch sauber machen kann. Das ist einfach für den inneren Monk. Hier ist das gesteckt. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera jetzt erkennen kann. Aber hier sind so kleine Nasen, die jetzt verhindern, dass ich das durchschieben kann. Ich vermute, weil das so zweiteilig aufgebaut ist. Hier ist ja so eine Schlauchschelle. Und die muss ich jetzt wahrscheinlich lösen, damit ich das Teil abnehmen kann. Dann hat es hier noch Schrauben. Ja, das mache ich jetzt einmal off-camera und dann zeige ich euch das. So, alles auseinander. Die eine Schraube hat schon ziemlich viel Feuchtigkeit, hat schon ziemlich viel Feuchtigkeit abbekommen. Ja, jetzt werde ich das hier auch einmal sauber machen, wenn ich meinen Lappen finde. Wie gesagt, das ist, ihr müsst das nicht machen. Das ist einfach nur, ich bin halt der Meinung, wenn ich da jetzt schon dran bin und um den inneren Monk zu befriedigen, mache ich das einfach. Ist einfach ein bisschen Spüliwasser, also auch keine besondere Reinigungsflüssigkeit. Der Lappen war übrigens sauber, also das ist alles Dreck von dem Luftfilterkasten, also von der anderen Seite des Luftfilterkastens, die ich hier schon gereinigt habe, innen und außen. Also da ist schon ganz schön Dreck auch vorhanden. Da hat sich auch so ein Belag gebildet, also mit Öldämpfen vermischter Dreck. Also ja, ich denke, es schadet nicht, wenn man das sauber macht. So, innen gefällt mir das jetzt, da ist das wieder schick. Jetzt mache ich das außen auch noch sauber. So, das sieht auch wieder gut aus. Jetzt das hier noch mal ein bisschen abwischen. Also muss ich schon sagen, das ist wirklich sehr kompakt verbaut hier. Also da kommt man wirklich nur schwer ran. Oder was heißt schwer ran, aber es ist deutlich umständlicher als jetzt zum Beispiel bei einem Amerikaner oder wie bei einem BMW, um an den Luftmengen- oder Luftmassenmesser ranzukommen. Hier muss man
eben doch ein bisschen mehr auseinanderbauen. So, jetzt hatte ich das hier ja ein bisschen gelöst. Das muss ich jetzt wieder festziehen. Das war gar nicht notwendig. Das ist wieder bombenfest. Perfekt. So. Ist auch alles gereinigt. Jetzt kommt das hier wieder rein. Und hier sind diese Nasen, von denen ich vorher gesprochen habe, die dann hier oben eingelassen sind, damit das Ganze in der richtigen Position sitzt und auch eben nicht so leicht wieder rausrutscht. Jawohl, jetzt ist das wieder eingerastet. Hier oben sieht man jetzt auch, sitzen die Nasen wieder in Position. Das Ganze sitzt auch wieder in der Position, wie es vorher war. Ich habe hier mein Verschraubloch. Das passt. Kann ich das wieder festschrauben. Kann dieses Halteplastikstück hier wieder in Position nehmen. Ich mache jetzt die gleiche verrostete Schraube wieder an dieselbe Stelle. Da muss ich dann auch mal schauen fürs nächste Mal, dass ich mir, gegebenenfalls bekommt man diese Schrauben ja extra, denn so richtig zufrieden, war ja klar, so richtig zufrieden bin ich jetzt nicht damit, da wieder die rostigen Schrauben einzudrehen, aber ja, das ist jetzt halt so. So, die Schrauben sind alle wieder fest, der Kasten ist wieder zusammen. Jetzt können wir den Filter einsetzen und alles wieder zusammenschrauben. So, jetzt habt ihr ja gesehen, ich habe das eben wieder zusammengebaut. Das passt jetzt alles. Jetzt kommt hier der neue Luftfilter rein. Der muss ja da unten gegengehalten werden. Ich werde ihn jetzt so leicht schräg ansetzen. Dann so ein bisschen in Position drehen, sodass der hier überall bündig anliegt. Ringsherum drehe ich das auch noch mal ein bisschen. Genau, wie gesagt, gesäubert habe ich alles. Hier unten sitzt er auch. Jetzt darf ich nur nicht vergessen, den Stecker vom Luftmengen, Massen, was auch immer Messer wieder einzustecken. Hat geklickt, der sitzt. Dann hat er hier so eine kleine Führungsnut. Da packe ich das Kabel durch. So. Dann hat er da unten so zwei Füße und die muss ich jetzt treffen. Fühlt sich gut an, ist eingerastet. Jetzt nochmal das Kabel kontrollieren, dass das da durch diese Nut geht. Und jetzt festschrauben. Hier unten wäre wohl noch mal eine Schraube gewesen. Die habe ich jetzt aber nicht. Bei mir sind jetzt nur noch 2 Schrauben da. So, das sitzt aber wieder alles. Jetzt einfach nur die entsprechenden Luftführungsteile wieder einsetzen. Da haben wir hier eins. Rastet jetzt nicht wirklich ein, aber sitzt. Gut, ist natürlich auch jetzt schon alles etwas älter. Aber geht ja hier auch nur darum, dass die Luft in die Richtung geführt wird.
Auch immer schwer zu sagen, weil man das ja nur fühlen kann. Also es fühlt sich bündig an. Hoffe ich einfach mal, dass das jetzt alles ordentlich sitzt. Jetzt kommt noch dieses Teil hier hin. Bei dem Schlauch war es so, da war hier ja so ein Anschluss dran für Unterluft. Den muss ich jetzt wieder ranmachen. Das heißt, der war dann so rum, denn in die Richtung geht das. Dann haben wir hier dieses Kabel, was ich hier gelöst habe. Das wird da wieder eingeklipst. Das mache ich jetzt zuerst, solange ich da noch gut hinkomme. Oh, ich sehe gerade, da waren sogar 2 Kabel. Das eine war wohl gar nicht mehr so 100% fest. Das ist nämlich gar nicht mehr dran gewesen. Muss ich mir gleich mal im Detail anschauen. Werde ich das hier schon mal befestigen, denn das ist ja schon in Position. Der Anschluss hier drüben sitzt auch gut. Da muss ich mich gleich nur noch um die Kabel da hinten kümmern. Das ist auch fest. Und jetzt hat es hier hinten eben noch 2 so Anschlusskabel, die seht ihr jetzt nicht. Die muss ich jetzt auch wieder einstecken. So, jetzt zeige ich euch mal noch die beiden Schläuche, von denen ich gesprochen hatte. Ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen sehen. Das ist leider echt schwer zu erkennen. Hier oben sitzt einer. Moment. Hier oben sitzt einer, der geht so gerade drauf. Kann man hier so erahnen. Und der andere sitzt dort unten. Das ist auch extrem schwierig zu sehen jetzt. Ja, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also da sind auf jeden Fall 2 Schläuche. Das ist echt doof zum Anschließen. Ich habe mich jetzt orientiert. Hier ist so ein kleines Dreieck. Hier ist ein Dreieck oder eine Nase. Ich habe die jetzt in der Flucht ausgerichtet. So ist es auf der anderen Seite auch. Und dann habe ich die Schläuche dort eingesteckt. Wie gesagt, das war noch mal ein bisschen Fummelarbeit, die beiden Schläuche da reinzubekommen. Jetzt muss ich noch die Schlauchschellen hier festmachen. Aber dann ist die Beifahrerseite gewechselt. Und dann geht es an der Fahrerseite weiter. Faserband hier ummanteln, wie ich das auf der anderen Seite auch gemacht habe. Und dann mache ich hier, wie gesagt, wie auf der anderen Seite auch, baue ich den hier noch komplett raus. Oder das heißt baue ich nehme den einfach raus, saug den aus und reinige den dann auch. Jetzt, wo man weiß, wo man hingreifen muss, geht das schon deutlich schneller. Wenn ihr jetzt wirklich nur die Luftfilter wechselt, ist das auch eine insgesamt deutlich schnellere Arbeit. Wie gesagt, ich mache jetzt halt auch noch die Kästen sauber. Das dauert einfach ein bisschen länger, aber das ist jetzt nicht zwingend erforderlich. Ja, das heißt also, wenn ihr nur die Luftfilter wechselt und ihr seid da geübt drin, habt ihr das wahrscheinlich in 10 Minuten erledigt. So braucht es halt ein bisschen länger.
So, das ist jetzt der Luftfilter von der Fahrerseite und da muss ich sagen, der sieht tatsächlich schlechter aus. Warum das jetzt so ist, kann ich nicht sagen, aber der ist insgesamt schmutziger vom Erscheinungsbild als der auf der Beifahrerseite. Ich bin jetzt kein Audi-Experte, habe da jetzt erstmal keine Erklärung dafür, warum der, gut, ist jetzt nicht massiv schlechter, aber er sieht schlechter aus. Ja, nichtsdestotrotz, gleiches Prozedere. Ich werde das jetzt reinigen. So, ich habe beziehungsweise den Luftfilterkasten von der Fahrerseite jetzt gereinigt. Was mir noch aufgefallen war, ich hatte ja bemerkt, dass der Luftfilter von der Fahrerseite allgemein ein bisschen schmutziger war. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch die Ursache dafür gefunden. Hier oben, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, hier oben ist auf jeden Fall nochmal so eine Abdeckung, so eine Art Spritzschutz oder sowas. Und ihr seht jetzt hier, dass das hier so ein weißer Gummi ist. Bevor ich das gereinigt habe, war das komplett schwarz. Bedeutet, ich vermute, weil das dort an der Seite sitzt, da ist auch extra so eine Luftführung, auch von irgendeinem, das ist nochmal so ein Zwischenfiltersystem oder so. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Vielleicht kann mir das ja einer beantworten. Ich nehme euch mal mit um die Ecke. Da, dieser Schlauch, den meine ich. Der geht genau hier in diese Öffnung rein. Und wenn ihr schaut, dort unten ist ja auch nochmal so ein kleiner Kasten. Ich vermute, da sitzt auch nochmal ein Filter. Ich habe nur keine Ahnung, wofür das gut ist. Wenn jemand weiß, wofür das ist und was das macht, also für mich sieht es so aus, als ob das die Ursache ist, warum die Fahrerseite allgemein ein bisschen schmutziger war. Ich vermute, da kommt irgendwie vom Radlauf oder so auch noch Spritzwasser und Feuchtigkeit mit, was da durchtransportiert wird. Ja. So, jetzt muss ich das da unten wieder reinfieseln in die beiden Löcher. Und dann habe ich den wieder da oben reingeklipst. So, das ist fest. Dann brauche ich hier jetzt noch einen neuen Luftfilter. Den drehe ich jetzt auch wieder so leicht schräg rein. So, ich kontrolliere, dass der hier überall gut aufliegt. Das ist der Fall. Und jetzt müssen diese beiden Nasen wieder dort unten in die Halterung von der anderen Seite des Luftfilterkastens. Ach so, und ganz wichtig, den Stecker. Hier ist jetzt sogar so, ich zeige das mal so, auf der Seite ist sogar so eine richtige Kabelführung vorhanden. Die war auf der Beifahrerseite nicht mehr da. Das ist natürlich deutlich komfortabler als auf der Beifahrerseite. Ja, die ist wahrscheinlich irgendwann mal verloren gegangen. Der ist draufgeklipst. Jetzt führe ich hier das Kabel durch diese Kabelführung. Ich glaube, da muss ich auf die andere Seite. Oh, das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt hat es hier eine Kabelführung, aber jetzt kriege ich das Kabel da nicht durch. Alles bewegt sich, das Kabel, der Gummi für die Kabelführung. Unfassbar. Das sind immer die kleinen Dinge. Ach, ist doch eine Scheißerfindung, wirklich. Also diese Ingenieure, nett gemeint mit der Kabelführung, aber dann macht doch eine Kabelführung, die man auch verwenden kann. Ich weiß, warum die auf der anderen Seite nicht mehr da war. Derjenige, der das vorher getauscht hat, dem ist wahrscheinlich auch der Geduldsfaden gerissen. Mit dieser fantastischen Lösung. Das Kabel ist auch genauso kurz, dass man es nie in eine angenehme Position bringen kann, um das da reinzuführen. Es ist auch, also wirklich, als hätte man die Leute absichtlich ärgern wollen. Es ist unfassbar, dass man dann nachher am meisten Zeit mit so einem Scheiß verschwendet. So. Ja, guckt euch das an. Es ist zu kurz, als dass man es hier oben drauflegen kann, um es dann einzufädeln. Ich mache jetzt die Kamera aus, weil ich jetzt einfach ein bisschen fluchen muss. Bin gleich wieder da. So, off-camera habe ich mich noch ein bisschen geärgert, habe dann aber die Strategie geändert. Und zwar, ich habe die Kabelführung aus dieser Abdeckung rausgenommen, habe die Kabelführung dann im ausgebauten Zustand um das Kabel gelegt und dann beides wieder eingesteckt. Das hat funktioniert. Also einfach Kabelführung hier so rausgenommen, habe das dann hier so zurecht an die Stelle geschoben und dann wieder hier so reingesteckt.
Das hat deutlich besser funktioniert. So. Sieht soweit gut aus. Unten eingeklemmt ist es. Jetzt kann ich es festschrauben. So, das ist alles wieder fest. Damit hätten wir den zweiten Luftfilter auch getauscht. Jetzt muss ich die Schläuche wieder anschließen. Und als letztes mache ich dann diesen, oder kann ich auch jetzt machen, diesen alten Service-Sticker weg. Stimmt ja eh nicht, was da drauf steht. Da packe ich dann nachher selber einen kleinen Sticker drauf, einfach für mich als Erinnerung, wann ich den Luftfilter gewechselt habe. Das sitzt auch. Das sitzt, das sieht gut aus. Festschrauben. Super, alles wieder fest, alles zusammen. Jetzt mache ich mir hier noch einen kleinen Merkzettel drauf, wann ich das getauscht habe. Und dann lasse ich ihn einmal an und schaue, ob es Fehlermeldungen gibt oder nicht. So, jetzt ist alles wieder zusammengebaut. Ich habe den alten Aufkleber hier entfernt, habe jetzt einen Aufkleber von mir hingemacht, einfach damit ich weiß, wann habe ich die Luftfilter getauscht bzw. erneuert. Jetzt räume ich hier den ganzen Käse weg. Dann lasse ich das Auto einmal an und schaue mal, ob es Fehlermeldungen gibt oder ob es gut aussieht. Lasse ihn ein bisschen laufen und schaue einfach, was der Status ist. Ich sage an der Stelle schon mal Tschüss. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Gerne auch wieder beim nächsten Video mit einschalten. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.